Ja, danke, lieber Herr Fürmetz. Ich spreche jetzt wirklich in ein bisschen anderen Rahmen, vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen größeren, aber vollständigen Rahmen zu Rechten und Pflichten von insbesondere Archiven, muss ich zugeben, bei der Langzeitarchivierung. Und wie ich so gerne mache, nehme ich einfach mal einen Beispielfall. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, das LGL, unterhält das sogenannte digitale Impfarchiv. Da fließen alle Impfdaten hin, die in BayImco, der vielleicht auch bekannten Impfsoftware des Gesundheitsministeriums, von allen Impfzentren angelegt worden sind, zusammen. Die Speicherung erfolgt dann im Auftrag der Betreiber der Impfzentren. Da kommen wir später nochmal drauf. Und das LGL ist auf uns zugekommen nach losen Kontakten im Rahmen der ganzen Überlegungen, wie wollen wir den ganzen Komplex Corona-Pandemie archivieren. Und wir sind ins Gespräch gekommen über diese Impfdatenbank und die hätten wir gerne. Warum? Ich muss jetzt nicht viel zur Bewertung sagen, habe ich auch keine Zeit dafür, aber es ist halt eine Datenbank, die im Großen das ganze Impfgeschehen widerspiegelt und deswegen haben wir uns dafür sehr intensiv interessiert und die folgenden Fragen aufgeworfen. Kann bzw. muss oder darf diese Datenbank angeboten und übernommen werden? Wie gestern schon meine Kollegin Frau Sargstätter gesagt hat, die öffentlichen Archive speisen sich ja aus organisch gewachsenem Schriftgut. Der Ankauf, der Erwerb von Unterlagen privater spielt eher eine Nebenrolle zur Ergänzung unserer Bestände. Uns werden in der Regel Unterlagen angeboten, die wir dann übernehmen nach Bewertung. Also darf uns diese Impfdatenbank überhaupt angeboten werden? Was ist bei der Bearbeitung zu beachten? Darf ich die erschließen, insbesondere wenn personenbezogene Daten vorhanden sind? Wie sieht es mit der Sicherheitsumgebung auf? Worauf muss ich achten bei der Bearbeitung? Und zuletzt, und da kommen wir wieder dann so ein bisschen in den Bereich Open Access hinein, wie kann man eine solche Datenbank zugänglich machen? Wie kann sie genutzt werden? Open oder Restricted Access oder Archivbenutzung, da werden wir dann noch mal ein bisschen was dazu sehen. Ganz am Anfang steht, also Sie sehen, ich gebe Ihnen den ganzen Prozess wieder von der Entstehung der Datenbank bis zur digitalen Archivierung und zur Nutzung. Und überall werden dabei eben rechtliche Fragen aufgeworfen. Ganz zu Beginn auch an der rechtlichen Einordnung dieses digitalen Impfarchivs. Was ist es? Es besteht aus personenbezogenen Daten, völlig klar, völlig ersichtlich. Einzelpersonen werden geimpft, zu denen werden die entsprechenden Daten erhoben, relativ umfangreich, Name, Alter, Herkunft, Vorerkrankungen, Vorimpfungen, ja, nein, Vorerkrankungen, Corona-Erkrankung, ja, nein. Es sind also personenbezogene Daten, weil sie sich auf die persönlichen Verhältnisse natürlicher Personen beziehen, nach Artikel 4 Datenschutzgrundverordnung. Es sind aber auch sogenannte personenbezogene Daten besonderer Kategorien gemäß Artikel 9 DSGVO. Sogenannte Gesundheitsdaten gehören da auch dazu, neben vielen anderen. Das sind also die Daten, die wir im Weilands als besonders sensibel betrachtet haben. Sensible Daten, also heute in der DSGVO im Artikel 9 auch so normiert. Dann haben wir uns angeschaut, nach welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet. Das müssen Sie jetzt nicht alles durchlesen. Wichtig ist, es war das allgemeine Datenschutzrecht. Das Fachrecht, das heißt die Vorschriften in den Gesundheitsgesetzen, im Infektionsschutzgesetz, sehen keine konkrete Verarbeitungsnorm für Impfdaten vor. Und das ist für uns deswegen von großer Bedeutung, weil im Fachrecht keine qualifizierten Löschungsvorschriften auftauchen. Das Bundesarchivgesetz bestimmt, wenn bundesrechtliche Löschungsverpflichtungen vorgesehen sind, dann darf dieses digitale Impfarchiv gar nicht angeboten werden. Dann kommen wir wieder ins Problem, Archivierung eigentlich Landesgesetzgebungskompetenz. Bei uns ist dieser Fall aber nicht ersichtlich geregelt, also weicht man dann auf die allgemeinen Vorschriften aus und da steht im Bundesarchivgesetz drinnen, Löschung vor Archivierung, das ist ein ganz erhebliches Problem, was uns immer umtreibt. Hier aber nicht, weil im allgemeinen Datenschutzgesetz ist keine solche eine qualifizierte Löschungsvorschrift vorgesehen. Das heißt, diese kann nach den allgemeinen Vorschriften angeboten werden. Rechtsgrundlage für uns ist immer der Artikel 6 im Bayerischen Archivgesetz. Alle öffentlichen Stellen, die
in den Geltungsbereich des Archivgesetzes fallen Staatsbehörden, Gerichte, andere öffentliche Stellen nach Artikel 13 Absatz 2, die kein eigenes Archiv unterhalten, also beispielsweise die Landratsämter und alle nachgeordneten Stellen, müssen ihre Unterlagen anbieten, die sie nicht mehr zum eigenen Gebrauch benötigen. Das gilt natürlich auch für digitale Unterlagen. Völlig klar, also da gibt es auch keine besondere Erwähnung, das sieht man nur in Diskussionen, ja Moment aber mal, also anzubieten sind ja wohl nur Papierunterlagen. Hier führen wir eine Datenbank voller personenbezogener Daten. Das kann ja wohl nicht unter das Archivgesetz fallen. Natürlich tut es das. Auch das Archivgesetz aus dem Jahr 1989 sieht vor, dass Unterlagen auch sonstige Datenträger sowie Dateien sowie der zu ihrer Auswertung erforderlichen Programme sein können. Also geradezu prophetisch eigentlich. Anpassungswürdig vielleicht trotzdem. Kommen wir noch darauf. Also auch Daten und damit Datenbanken als eine Menge von Daten sind anzubieten, die inhaltlich zusammengehören und auch die Programme. Wir haben uns auch entschlossen, die bei Imco-Software selbst zu archivieren, um die Daten damit in ihrer originalgetreuen Umgebung auch für zukünftige Generationen zugänglich machen zu können. Ist vielleicht auch gar nicht so unwichtig bei der nächsten Pandemie zu sehen, ja, wie hat es funktioniert? Wie hat die Staatsverwaltung da zusammengearbeitet? Welche digitalen Produkte sind entstanden? Was können wir daraus lernen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat? Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist also ganz reguläre Anbietung. Gilt für das Archivgesetz, also für staatliche, gilt aber auch für alle, ich sage es mal, nachgeordneten archivarischen Regelungswerke wie kommunale Archivsatzungen. Nur wo keine Anbietungspflicht ist, da müssen wir eben Verträge abschließen. Der Kollege hat es ja vorher schon gesagt, also Nachlassgeber, Privatunterlagen, Privater, für die gilt keine Anbietungspflicht. Wäre mal eine Überlegung wert, kulturhistorisch bedeutsame Unterlagen auch von privater Seite her einer Anbietungspflicht zu unterwerfen. Also Überlegungen gibt es, wäre aber ein Eigentumseingriff, der dann mit entsprechender Sozialadäquanzklausel einzufangen wäre und momentan, sage ich mal vorsichtig, keine Zustimmung finden wird, muss auch gar nicht sein. Denn wo es keine gesetzliche Anbietung gibt, also Schuldverhältnis Kraft Gesetzes entsteht, da müssen wir auf den Vertrag ausweichen und mit dem, sage ich jetzt mal, Inhaber der entsprechenden digitalen Unterlagen einen Vertrag abschließen, aus dem ganz klar der Zweck der Archivierung hinreichend hervorgeht. Mit all seinen Facetten. Also auch die Zugänglichmachung. Das Wie der Zugänglichmachung. Geltung von Schutzfristen, Veröffentlichung von Findmitteln im Internet, Veröffentlichungen der Originale oder Digitalisate davon im Internet. Wie will ich die veröffentlichen? Open Access oder Restricted Access, das muss ich mir alles überlegen. Das kann ich alles im Vertrag dann steuern. Man muss es nur machen. Wir haben entsprechende Musterverträge bei uns auf relativ aktuellem Stand. Ich überlege mal, 2022 müsste eigentlich alles drinnen sein, die wir auch verfügbar machen. Sollten eigentlich immer auf die Homepage. Auch dahingehend Open Access. Die Nutzungsrechte für die Aufgaben der Archivierung inklusive eben Zugänglichmachung und Veröffentlichung müssen berücksichtigt werden. Die Schutzrechte, soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, und Sie sehen, das sind momentan einfach Schwerpunkt unserer Überlegungen, der Umgang mit personenbezogenen Daten in Datenbanken, in Datensystemen, in sonstigen Speichersystemen, in E-Mails, die machen uns momentan die größten Schwierigkeiten. Die gehen nach Abgabe an die Verantwortlichkeit des Archivs über. Wir müssen mit entsprechenden Maßnahmen dafür Sorge tragen, den Datenschutz nach den Grundsätzen der DSGVO zu gewährleisten. Wenn eine vertragliche Vereinbarung fehlt, müssen eben die Umstände der Übergabe der entsprechenden Werke zur Auslegung hinzugezogen werden. Altunterlagen, manchmal sieht's, da steht die Verwahrung im Vordergrund. Wenn wir jetzt einen Vertrag abschließen, richtet sich das erstmal nach, was steht im Archivgesetz drinnen. Also was müsste auch der Vertragspartner wissen? Ist da schon eine Online-Zugänglichmachung relevant? Gibt es da schon eine Open Access Policy, die entsprechend veröffentlicht ist? Das heißt also, wenn nichts geregelt ist, ist es durchaus möglich zu sagen, ja, also wir sind ein offenes Archiv, wir stellen die Open Access Policy online. Man muss damit rechnen, dass wir das unter den entsprechenden Lizenzen auch
auch veröffentlichen und dann wäre das im Vertrag mit eingespeist. Sind die Unterlagen erstmal archiviert, ist die Langzeitarchivierung selbst und damit alle Prozessschritte, das heißt Migration, Umwandlung von Formate, erforderliche Vervielfältigung, jedenfalls nach den Vorschriften der DSGVO und der entsprechenden Schranke im Urheberrecht mittlerweile ohne weiteres möglich. Für uns noch interessant war, darf die Gesundheitsverwaltung uns dieses Impfarchiv überhaupt anbieten? Also wer ist zuständig? Wer ist sozusagen Schuldner der Anbietung? Denn das LGL hat diese Daten ja gar nicht selber erhoben, sondern die stammen von den Betreibern der entsprechenden Impfzentren. Die sind, muss man sich mal angucken, wer das ist, haben wir auch gemacht in den entsprechenden Vorschriften im Landesgesundheitswesen. Das sind immer die unteren Staatsbehörden, das heißt die Landratsämter als Staatsbehörde und die kreisfreien Städte und großen Kreisstädte, die im Auftrag die Staatsaufgabe der Impfung wahrnehmen. Das heißt, wo setzen wir an? Wer ist zuständig? Haben wir auch mit dem LGL entsprechend erörtert. Wem die Aufgabe übertragen wurde, wem also die Aufgabe gesetzlich übertragen wurde, wer für die Datenverarbeitung also zuständig ist, der ist auch der Ansprechpartner für die Anbietung. Und das ist eigentlich jetzt ein Punkt, der immer schwieriger wird, wo wir am Anfang der Diskussionen stehen. Wo wird im Rahmen von Informationsverbünden archiviert? Gibt es jetzt nicht nur hier im Beispiel der Impfdatenbank, viel komplexer noch, gemeinsame Datenbank der Verfassungsschutzämter des Bundes und der Länder. Wo werden die archiviert? Wer ist da zuständig? Archiviert dann jeder nur seine Stücke? Der Gesamtzusammenhang geht verloren? Muss man da eine zuständige Stelle bestimmen? Ist es die datenhaltende Stelle, das Bundesamt hier, das für die Informationen aller Bereiche zuständig ist? Muss dafür dann noch das Einverständnis aller Verfassungsschutzämter eingeholt werden? Großes Fragezeichen. Wir haben uns eben mit guter Konsequenz und auch guter Begründung für diese Zuständigkeitszuweisung nach Aufgaben entschieden und haben deswegen auch konsequent die Zustimmung aller nichtstaatlichen Impfzentrenbetreiber, das heißt der großen Kreisstädte und kreisfreien Städte, eingeholt. Was extrem mühsam war. Extrem. Ich glaube, wir warten heute noch auf die letzten Rückläufe. Mein Rat war dann bei Informationsverbünden, bei denen die Zuständigkeit nicht klar verteilt ist, dann nehmen Sie mir mal von der datenverarbeitenden Stelle, das heißt beim LGL. Beschwerden können dann immer noch beantwortet werden. Das ist so ein Punkt, der wurde auch, glaube ich, im Einführungsvortrag angesprochen. Informationsverbünde, auch Archivierungsverbünde, die eigene Datenräume schaffen. Also man muss da besser kooperieren. Diese Absprache im Einzelfall, das ist ein Wahnsinn. Letztlich nehmen wir an, wir haben es geschafft. Auch aus einem anderen Grund ist es relativ unproblematisch, wie wir sehen. Wir haben also die Anbietungspflicht, wir haben den Zuständigen bestimmt. Jetzt geht es um das Wiederanbietung. Was wird in welcher Form angeboten und überhaupt unternommen? Gibt erstmal das Archivgesetz Auskunft. Wir übernehmen alles, was bleibenden Wert hat. Juristisch gesehen, rechtshistorisch gesehen wollte ich schon sagen, juristisch gesehen erstmal ein unbestimmter Rechtsbegriff, der mit Leben gefüllt werden muss. Das Archivgesetz gibt da wieder Beispiele an, was für die Wissenschaft und Forschung, für die Zwecke der Rechtsprechung, Verwaltung, Gesetzgebung und für die Betroffenen von bleibendem Wert ist, ist archivwürdig. Wenn es sich um personenbezogene Daten handelt, also wenn nicht, ist es egal, dann kann ich es übernehmen, dann muss ich es trotzdem verantworten. Grundsatz ist, ich muss begründen, was archivwürdig ist. Nicht das Gegenteil. Der Normalfall ist das Wegschmeißen, der Ausnahmefall sozusagen die Archivierung, die ich konkret begründen muss. Wichtig und erforderlich im Datenschutzrecht. Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe D DSGVO. Artikel 17 regelt das sogenannte Recht zum Vergessen. Das heißt, jeder hat ein Recht darauf, dass seine Daten gelöscht werden. Kennen Sie alle. Korrespondierend hat jede datenverarbeitende Stelle die Pflicht, alle Daten zu löschen, die sie für ihre Aufgabenwahrnehmung nicht mehr benötigt. Gar nichts Neues für uns, stand auch schon in den alten Datenschutzgesetzen drinnen. Neu ist, dass europarechtlich ein Archivierungsvorbehalt geregelt ist.
Personenbezogene Daten müssen und dürfen nicht gelöscht werden, wenn deren Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke erforderlich ist. Neuer Begriff, der in der DSGVO dann ausgespielt wurde. Wann liegt ein im öffentlichen Interesse liegender Archivzweck vor? Das heißt, es muss sich um Unterlagen, um Daten von gewisser Bedeutung für die Regionalgeschichte beispielsweise halten und die müssen auf irgendeine Art und Weise auch öffentlich zugänglich sein. Dabei gilt der Grundsatz der Datenminimierung. Ich darf personenbezogene Daten nur so weit verarbeiten, wie es dem Zweck angemessen und für meinen Zweck, das heißt für die Archivierung, auch erforderlich ist. Dabei muss ich auch noch geeignete Garantien beachten für die Betroffenen im Rahmen der Archivierung, die in jedem Prozessschritt von der Anbietung bis zur Nutzung Geltung finden. Als Goldstandard gibt die DSGVO die Pseudonymisierung an. Das heißt, die Verschlüsselung der Daten so, dass der Endverbraucher sie nicht einer bestimmten Person zuordnen kann, sie aber für den Datenhalter noch zuordnenbar bleibt. Das geht natürlich nur, wo es technisch möglich ist klar. Für uns bedeutet das aber, dass das Archiv genau prüfen und begründen muss, welche personenbezogenen Daten in welcher Form übernommen werden dürfen. Müssen eigentlich, weil sie ja von bleibendem Wert sind. Das heißt, wenn ich Klarnamendaten übernehme, muss ich das begründen. Warum übernehme ich nicht den anonymisierten Datensatz? Warum brauche ich da die Namen der einzelnen Betroffenen? Ja, haben wir immer so gemacht, steht halt so auch in den Papierakten drin, also kommen Sie mal, was soll denn der Schmarrn, das wird nicht mehr reichen. Das beginnt jetzt so langsam ins Bewusstsein zu sickern, dass man das konkret angeben muss. Bei Papierunterlagen hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Da kam niemand auf die Idee und hat angefangen, die Namen dann aus den staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten zu schwärzen. Völlig klar. Wäre auch ein Eingriff dann in die Integrität der Unterlagen, der dem Archivierungszweck auch diametral zuwiderlaufen würde. Das Weglassen einzelner Attribute in Fachverfahren, in Datenbanken, die Anonymisierungsmöglichkeiten, die beispielsweise auch in der elektronischen Gerichtsakte gegeben sind, die muss man in der Tat bedenken. Ich muss also im Einzelfall abwägen zwischen dem Recht auf Erinnern, sage ich mal, dem Archivierungszweck und dem Recht auf Vergessen, dem informationellen Selbstbestimmungsrecht. Nur das, was für meine Zwecke erforderlich ist, darf ich auch archivieren. Für Gesundheitsdaten oder andere Daten besonderer Kategorie gilt dann auch mein erhöhter Prüfungsmaßstab. Das heißt, ich muss mir dessen auch bewusst sein, hier liegen Gesundheitsdaten vor, Patientenakten als idealtypischer Fall. Aber auch hier, Impfdaten sind auch Gesundheitsdaten. In welcher Form und warum will ich die übernehmen? In welcher Menge? Ideale, sage ich mal, datenschutzfreundliche Voreinstellung ist das Bewertungsmodell. Ich mache mir im Vorfeld schon Gedanken für bestimmte Geschäftsbereiche, bewerte, spiele das dann an die Anbietung raus. Was haben wir hier gemacht? Wir haben nicht alle Attribute übernommen, insbesondere haben wir die Namen und die genaue Adresse der Impflinge weggelassen, nicht den Ort, wo sie geimpft werden. Ob das jetzt eine echte Pseudonymisierung ist, bin ich mir auch noch nicht so sicher. Es gibt so kleine Orte, in denen auch eine Anonymisierung gar nicht möglich ist. Die wird man erkennen. Wir mussten die Altersstruktur behalten, um die Auswertung nicht völlig zu verzerren. Also irgendjemand wird mal daran forschen, welche Alterskohorte haben sich wann impfen lassen. War es sinnvoll, die vorzuziehen oder nicht? Oder hätte man vielleicht zuerst die Jüngeren impfen sollen, dass die dann frisch anpacken? Das sind alles Aussagen, die man mit Hilfe, nicht alleine, aber mit Hilfe dieser Datenbank vielleicht beantworten kann. Deswegen müssen bestimmte Attribute übernommen werden, wie Alter und auch der Herkunftsort, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie wir das umgesetzt haben, ich glaube mit Postleitzahlen. Für alles andere, ob das jetzt der Hans Mayer war oder der Thomas Müller oder wer sich immer geimpft war, das ist eigentlich egal, das spielt keine Rolle. Nach den Klarnamen, nach den Einzelfällen wird in der Datenbank vermutlich niemand forschen. Man wissen es nicht, das ist immer so ein gewisses Blindfeld. Wir antizipieren Auswertungsszenarien, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Gibt ja auch Stimmen, die sagen, wieso archivieren Sie denn nicht alles? Ist doch alles elektronisch da. Dann kann man auch alles auswerten. Weil eben
die Archivierung begründet werden muss. Ich muss nicht begründen, wenn ich was wegschmeiße, ich muss begründen, wenn ich was archiviere, insbesondere eben bei personenbezogenen Daten. Hier, wie gesagt, dann nach Löschung beim LGL einigermaßen vernünftige Anonymisierung, für die die DSGVO dann gar nicht mehr gilt. Das ist das Schöne. Ansonsten muss ich bei Übernahme, Erschließung, Langzeitarchivierung natürlich darauf achten, die betroffenen Rechte mit, wie steht es jetzt im Bayerischen Archivgesetz drin, geeigneten und angemessenen personellen, technischen und organisatorischen Maßnahmen sicherzustellen, ebenso wie die Vernichtung der Daten zu vermeiden ist durch besagte Maßnahmen. Kann so im Archivgesetz auch für digitale Unterlagen stehen bleiben, kein Thema. Es ändert sich nur die technische Umsetzung. Selbst die personelle bleibt gleich und die organisatorische. Ich muss die Daten jetzt nicht mehr ins Archivmagazin sperren, die Datenbank. Mache ich mit dem Datenträger vielleicht trotzdem, mal sehen. Aber ich muss dafür Sorge tragen, dass die Sicherheitsumgebung des digitalen Archivs dem des analogen Magazins entspricht. Das heißt, keine Zugriffe von außen ermöglichen, keine unbewusste Vernichtung mit einsteuern durch sichere Softwarelösungen. Das ist ja auch extrem wichtig. Wenn die Software, die wir benutzen, irgendeinen Bug enthält, dann kommt es vielleicht zu versehentlichen Datenlöschungen. Darauf ist genauso zu achten, wie darauf Zugriff von außen zu beschränken. Grob die Verarbeitung in einem Umfeld, das vor unberechtigten Zugriff und unberechtigter Vernichtung geschützt ist. Da müssen Sie als Archivarin, als Archivar, als Datenverantwortlicher die IT einfach hinweisen, was möchten Sie, und das dann umsetzen lassen. Sie müssen sich jetzt nicht technisch damit auskennen. Wäre schon ganz gut, wenn man so ein bisschen die entsprechenden DIN-ISO-Normen drauf hat, was jetzt ein digitales Archiv ausmacht, aber für die technische Ausgestaltung, das muss dann schon ITler übernehmen. Sitzen ja welche hier. Eine Frage, ja. Ach, die Zeit. Ja, darf ich solche Daten im Homeoffice verarbeiten? Aus datenschutzrechtlicher Sicht spricht erstmal wenig dagegen. Wenn ich mich in die gleiche Sicherheitsumgebung einloggen kann, dann ist es auch im Homeoffice möglich. Frage ist halt nur, ob man dieses höhere Maß an Unsicherheit, in der Familie gibt es jemanden, der schaut mir vielleicht mit rein, meine Kinder kommen zu Videokonferenzen dazu und gucken mal, das sind andere Familienmitglieder zu Hause, aber da geht es eher um solche Sachen, um Gründe der IT-Sicherheit, die dagegen sprechen. Kommen wir noch ganz kurz zur Benutzung und Zugänglichmachung, unserem letzten Prozessschritt. Auch da müssen wieder geeignete Garantien berücksichtigt werden. Im Übrigen gilt das Bayerische Archivgesetz, soweit es halt reicht. Für die normale Nutzung im Lesesaal ausreichend. Auch digitales Archivgut, das im Computer im Lesesaal genutzt wird. Vorschriften des Urheberrechts muss man beachten. Keine Zeit darauf genau einzugehen. Atypische Benutzungsfälle. Anfrage bei uns, jemand will alle Spruchkammerakten digitalisieren und auswerten, die entsprechenden Daten dann als Forschungsdaten bei seiner eigenen Stelle evident haben, dass die schutzwürdigen Daten sind, die wir eben bewahren müssen. Für solche Szenarien hat das Archivgesetz überhaupt keine Handlungsgrundlage, das muss novelliert werden. Virtueller Lesesaal, also der Zugriff von außen aufs Archivgut. Mit viel Freundlichkeit kann man sagen, auch das ist noch vom Bayerischen Archivgesetz mit eingespeist, solange man dafür sorgt, dass die Prozessschritte wie im Lesesaal auch in die digitale Welt umgesetzt werden können. Das heißt, gesicherter, geschützter Zugriff, nur die Person, die sich identifiziert hat, darf das Archivgut benutzen. Wir müssen uns überlegen, ja, bis jetzt haben wir so beliebte Auflagen wie Reproduktionsverbot. Das macht dann natürlich gar keinen Sinn. Die Daten sind dann auch im virtuellen Lesesaal, ich kann sie ja abfotografieren, ganz anders in der Welt, als wenn ich die Benutzung im Lesesaal auf Papier stattfinden lasse. Das muss mit durchdacht werden bei den Prozessschritten, die momentan bei uns noch relativ am Anfang stehen, muss ich gestehen. Vergleichbares Schutzniveau, Sicherstellung des Übertragungsweges, wiederum besondere Kategorien personenbezogener Daten achten, Nebenbestimmungen und damit die Benutzungsordnung muss angepasst werden. Schwierig, Urheberrecht nur ganz kurz, da gibt es momentan nur eine Schranke, die eine Veröffentlichung im externen virtuellen Lesesaal zulässt, das ist der 60c für wissenschaftliche Zwecke. Ansonsten gibt es da nichts.
Online-Stellung als letzter Prozessschritt fehlt uns für personenbezogene Daten die Rechtsgrundlage. Deswegen haben wir sind dazu übergegangen, Sicherheitskonzepte zu erstellen und haben dann auf unsere Schutzfristen nochmal 20 Jahre draufgeschlagen, sodass wir sicher sein können, dass die Personen nicht mehr leben und damit aus der DSGVO rausfahren und aus den datenschutzrechtlichen Tatbeständen. Online-Stellung geschützter Werke, mittlerweile über 2 Vorschriften möglich, verwaiste Werke und die nicht verfügbaren Werke, die Sie auch in der Open Access Policy finden. Die wollte ich Ihnen nur ganz kurz vorstellen, darauf verzichte ich jetzt, müssen Sie sich mal durchlesen. Sie können, wenn Sie geschützte Werke, die nicht verfügbar, also nicht im kommerziellen Handeln sind, in Archivgut sich befinden, beispielsweise, die ja ohnehin nie für den Markt geschaffen worden sind, auf der Homepage, auf der eigenen Internetauftritt oder auf Portalen veröffentlichen, wenn Sie die vorher in einem Informationsportal der EU angezeigt haben, 6 Monate vorher, und wenn keine Verwertungsgesellschaft zuständig zeichnet, zum Beispiel für Hobbyfotografie oder nicht veröffentlichte Sprachwerke. Dankeschön.